Schneebälle. Hallo miteinander, da sind wir wieder. Heute lade ich euch ein zu einer Schneeballschlacht. Cool. Eine vorzeitige Schneeballschlacht. Wir machen Schneeball. Kommt mit, ich habe schon alles hergerichtet. Meine Schneeball, das ist ein ganz altes Rezept. Das habe ich schon 20 Jahre von meiner Tante gekriegt. Und immer wieder macht man es einmal. Und jetzt bietet es sich so langsam an mit Kokos. Kalt wird es draußen. Naja. Was haben wir denn heute für einen schwäbischen Begriff? Heute nehmen wir Lommelig. So? Ja, okay. Am Ende lösen wir auf. Und wie ihr wisst, die Zutaten schreibe ich alle unten rein. Und jetzt machen wir zuerst unsere Kokosraspel ein bisschen braun, weil dann haben sie gleich einen besseren Geschmack. Wir nehmen ein Päckchen Kokosraspel, die dann wir ein bisschen abbräunen, aber nur ganz leicht abbräunen. Also da aufpassen, das geht ziemlich schnell. Und in die Pfanne kein Öl, gar nichts rein tun. Das dann wir bloß ein bisschen abbräunen. Ich glaube, da können wir das ganze Päckchen nehmen. Wenn was übrig bleibt, dann haben wir schon eine weitere Verwertung. Echt? Ja. Ich weiß schon ein neues Rezept wieder. Aber das verrate ich nicht. Wie verwende ich Kokosflocken, oder? Ja. Mal ein bisschen Zeit geben. Die Pfanne ist schon warm gewesen. Schalte ein bisschen auf. Kommt schon der Geruch. Ja, das geht nämlich ziemlich schnell. Ja, wird schon braun, guck. Siehst du? Ja. Und es muss nachher gleich raus aus der Pfanne, weil die Pfanne, die bräunt nach. Dann der schwarze Kokosblocker. Ich schalte mal schon ein bisschen runter. Dem müssen wir halt jetzt ein bisschen Zeit geben. Wir haben schon einen ganz leichten Bräunungsgrad. Siehst du? Ja. Ich schalte mal schon aus, weil das bräunt auch ohne das Platte R ist nach. Nur ein kleines bisschen und dann tun wir es sofort raus. Guck, so lasse ich jetzt meine Kokosflocken. Ich will es nicht dunkler. Sonst haben wir einen dreckigen Schnee nachher. Den dann wir raus in eine große Schüssel und lassen wir auskühlen. So, können wir auf die Seite stellen. Der nächste Schritt ist, jetzt den der Eier im Backofen auf 170, 175 Ober-Unterhitze. Wir machen jetzt ein Biskuit. Und wie ihr wisst, alle B-Teige wollen Ober-Unterhitze. Bei mir mal auf alle Fälle. Prima. Gell? Prima. Wir starten unseren Biskuit, indem wir die Eier und der Zucker ganz weiß aufschlagen. Zu unseren Eier machen wir unseren Zucker rein und ein Päckchen Vanillezucker oder den selber gemachten Vanillezucker. Das schlagen wir jetzt ganz stark auf und gucken zu. War eine klasse weiße Masse. Richtig schön Luft aufgeschlagen. Und die Masse wollen wir nicht mehr kaputt machen. Jetzt heben wir nämlich unser Mehl mit dem Backpulver von Hand unter. Das ist unser 1, 2, 3 Biskuit. Besteht aus pro Ei 20 Gramm Zucker, 30 Gramm Mehl. Wir haben 3 Eier, 60 Gramm Zucker und 90 Gramm Mehl. Musst rechnen auch noch. Ja, das wirst du auch noch abbringen. So, wunderbar fluffig. Also, ich tue noch ein Löffel Backpulver unter meinem Mehl mischen, dass der schön aufgeht. So,
Und jetzt vermischen wir unser Mehl oder heben unser Mehl bloß nur unter unserer schönen, weißen, cremigen Masse. Jetzt. So, alles untergehoben. Zuerst hat man mal in der Schule gesagt, wenn man Biskuit habt, haut mit nichts da drauf auf die Schüssel, der fällt zusammen. Hau ich eigentlich immer vorbei behalten. In der Zwischenzeit habe ich ein Backblech hergerichtet, habe es ein bisschen feucht gemacht, damit mir mein Papier nicht rutscht. So. Und jetzt streichen wir unseren Biskuitteig bloß noch da drauf, wie wenn ihr eine Roulade machen würdet. So schön braucht man den gar nicht ausformen, weil der wird nachher total zerbröselt. Sieht jetzt schon ein wenig verrupft aus. Macht doch nichts. So, alles schön verstrichen. Und jetzt geht unser Biskuit in den vorgeheizten Ofen für eine Viertelstunde rein. Ungefähr. Ich weiß nicht, wie euer Backofen backen tut. Dann so schön hellbraun backen. Wir gucken natürlich zu. Fertig ist unser Biskuit. Oh, rutscht. Rutscht du? Rutscht. Jetzt machen wir eine kleine Runde. Stürzen wir den Hahn drauf. Jetzt tun wir auf die Seite. Das Papier bringen wir gut runter, indem wir jetzt die Rückseite ein bisschen nass machen. Gebe dem geschwind Zeit, dann löst sich das. Gucken wir mal. Jawohl. Gerade Schon schon. mit. Schon schön mit. Macht gar nichts, wenn er heute hergeht. Geht nicht her. Mhm. Doch. Bisschen. Macht nichts. War der verrupft, oder? Jawohl. Ich mache jetzt da eine Hälfte und bringe am besten auf mein Gitter drauf. So, und den lassen wir jetzt schön auskühlen. Und solange der auskühlt, machen wir schon unsere Sahnemasse. Ja, unsere Schneeballmasse, Quarkmasse, schlagen wir jetzt eine Sahne auf. Mit Zucker. Und ein Päckchen Sahne steif. Sehr steif schlagen. Aber aufpassen, dass es kein Butter mehr hat. Zu unserer Sahnemasse, den wir jetzt der Quark rein. Schön verrühren. Und natürlich unseren Eierlikör. Was auch noch? Eier. Na toll. Das soll ja auch lustig werden mit den Schneebällen. So, wollen wir mal kurz schön aufrühren und dann ist fertig. Unsere Sahnemasse werden wir jetzt umfüllen in eine Schüssel, weil da kommt nachher alles miteinander rein.
Zu der Sahne-Quarkmasse tun wir klein geschnittene Ananas dazu. Was auch sehr gut schmeckt, sind so kleine Mandarinorangen. Was? Mandarinorangen? Mandarinorange aus der Bix. Jetzt hat. Die habe ich schon geschnitten. Das heben wir jetzt alles schön miteinander unter. Dann haben wir unsere Sahnemasse fertig. Die tun wir noch geschwind in den Kühlschrank, weil jetzt verrupfen wir unseren Biskuit. Unser Biskuit ist ausgekühlt, jetzt verrupfen wir ihn. Einfach Stückchen machen und den Schüssel rein. Das sieht ja verrupft aus. Das sieht nachher kein Mensch mehr. Deswegen ist es auch gar nicht schlimm, wenn der hergeht. Weißt? Biskuit haben wir verrupft. Das tun wir jetzt in unsere Sahne-Quarkmasse rein. Und dann alles schön miteinander unterheben. So, wenn alles schön vermischt ist, ziehe ich die Handschuhe jetzt an. Da kann man bessere Schneeball machen. Und schmeißen. Ja, da kannst du in Deckung gehen. So, ich ziehe meine Handschuhe. Und dann geht es auch schon an Schneeball formen. Nehmt, gucken wir mal schnell, dass es schön. Ja. Nehmt unsere Masse. Wundert euch jetzt, die ist schon feucht. So. So ungefähr die Größe. Pass auf, er kommt. Und jetzt tun wir unseren Ball, unseren Schneeball, bloß noch in die Kokoswälze. Den setzen wir derweil daheim drauf, bis wir alle haben, weil die müssen schön durchkühlen. Du machst jetzt alle. Ja. Unser letzter Schneeball. Schön so eine Kugel machen und da drinnen wälzen. Geschafft haben wir es. Je nach Größe kriegt ihr zwischen 9 und 12 Schneebälle raus. Unsere Schneeballschlacht ist beendet. Das Rezept ist super geworden. Mich freut es, wenn ihr mein Rezept nachmacht, weil ich habe es voller Freude für euch gemacht. Bevor wir jetzt ganz am Ende sind, du hast einen schwäbischen Begriff gehört. Was für ein? Heute haben wir gehört, Lommelig. Lommelig ist, wenn er so weich ist. Wenn es davor So weich ist. so weich. Ja, wenn es einfach weich ist, Genau. bist du mit dem zufrieden, wie ich das gesagt habe. Ja. Super. Also, dann danke ich dir auch. Ja. Und wir sehen uns bald zum nächsten Rezept wieder. Bis dann. Ciao. Tschüss.